So, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Sherlock Holmes, der Awakened. Ja, wir haben gerade die letzten Züge unseres ersten Falles, in dem uns jemand ermorden, umbringen, vergiften wollte. Und das ist wahrscheinlich der gute Mr. Barnes gewesen, der in die gute Mrs. Fleming verliebt ist. Kann ich ihm nicht verübeln, denn sie ist eine sehr attraktive Frau, die auch eine sehr schöne Hündin namens Lily hat. Und er hat wahrscheinlich, weil er sich in sie verliebt hat, sich auch einen Hund zugelegt, damit er halt einfach eine Gemeinsamkeit mit ihr hat und sie mehr oder weniger gezwungen sind, miteinander Zeit zu verbringen, denn Hundebesitzer tauschen sich ja gerne beim Gassi gehen oder wenn eine Hundespielwiese irgendwo in der Nähe ist, ne, stellen die sich daneben hin, gucken ihren Vierbeinern dabei zu, wie sie Spaß haben und kommen dann halt ins Plaudern. Und ich habe die Vermutung, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, dass es wird ja, oh Gott, dieser komische schwedische Typi vermisst. Ich muss mal kurz mit dem Inventar klarkommen. Am 28. September wissen wir, weiß ich welchen Tag wir haben? Ich glaube nicht. Das vielleicht der Diplomat ist ja verschwunden. Dass dieser Diplomat vielleicht der guten Mrs. Fleming schöne Augen gemacht hat und der gute Mr. Barnes, der vielleicht schon seit Ewigkeiten in die Miss Fleming verliebt ist, hat das gesehen, war so eifersüchtig, dass er halt ihn verschwinden lassen wollte und hat deswegen ihn entführt oder ihn vergiftet, was auch immer, und hatte vielleicht gerade die Mordwaffe gerade irgendwo mit dabei und es gab ja diesen Zufall, vielleicht mit diesem Knall, weil wir wissen immer nicht, was denn so geknallt hat, als er uns eigentlich das Buch oder die Zeitung zurückbringen wollte und hat aus Versehen den vergifteten Stachel mit in die Mülltonne geschmissen und wir denken zwar, dass er uns umbringen wollte, aber es war vielleicht die Mordwaffe, mit der er den Diplomaten ermordet hat. Aus Eifersucht. Das ist so meine Theorie, die ich habe. Ob sie stimmt, keine Ahnung. Ach so, kann ich noch mal mit ihr reden? I should have worn something warmer. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Ich weiß halt nicht, wenn die halt so gelb sind, kann ich mit denen dann immer reden oder habe ich nur Dialogoptionen, weil das ist jetzt schon wieder gelb. Das macht mich komplett fertig. Und Watson ist gleich wieder in der Bücherecke. Der kleine Bücherwurm. So, Mr. Barnes. Zeit für die Karten. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Bei Mr. Fleming, beide Zeitungen wurden ruiniert. Ja, das ist das einzige Problem, was wir haben. Bei Mr. Fleming steht ein Kaktus. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Und meine Zeitung wurde ruiniert. Das ist eigentlich das Schlimmste an allem. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Oder so. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper.
Forgive me. Ja, I stimmt. needed that Ja. paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Ich weiß, was zu tun ist. Es ist nicht mein Spezialgebiet. Ach komm, ich weiß, was zu tun ist. Wir sind doch hier der Profi in Sachen Liebe. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. Ich habe immer recht. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Der Strand 28. Was habe ich? Errungenschaft Beziehungsberater. Ja, gut, da lag ich halt, ja, meilenweit entfernt von der Wahrheit. Aber ich habe das wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich? Ich habe das einfach nur verwechselt, weil ich dachte, dass das Verschwinden des Diplomaten mit diesem Fall zu tun hat. Aber ja, das ist wahrscheinlich der eigentliche Fall, den wir lösen müssen. Und werden wahrscheinlich dann immer wieder andere, kleinere Fälle zwischendurch irgendwie mitbekommen, die aber jetzt kein Verbrechen darstellt. Der Strand, 28. September 1882. Seit Peter-Explosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugen berichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig prüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ja. let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Ich finde es irgendwie so voll merkwürdig, dass die Zeitung Strand heißt. Okay, not just tomorrow. A whole week's worth. How does that sound? You're right, I could do more. Next time you move house, I'll be there to help. I'm great with boxes. Oder sie können einfach mal die Spinnwebe hier wegmachen, ne? Das ist ein kleines bisschen Watson. Nicht jedes Mal die Bücher andatschen. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant.
Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ja, da waren wir ja schon. Habe ich da jetzt 3 Hinweise nicht gefunden? Ach, sie ist die Flagge, die die Geräusche macht. Ich glaube, wir müssen ja hier entlang, oder? Ja, ha, jetzt ist nämlich auch das Not much Herrenhaus further offen. now. So, jetzt, ja. Jetzt haben wir wieder nichts angeheftet. Kann ich mir die Post anschauen? Wahrscheinlich, nee, der hat wahrscheinlich schon alles rausgenommen. So, Mr. Is this Stenwick. lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Weitere Vermisstenfälle? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Noch ermitteln Sie nicht. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Bitte beschreiben Sie Kimia. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Wann ist Kimia verschwunden? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Wo ist Kimia untergebracht? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You Verschwunden. can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Ist er schon immer verschwunden? I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Damit er als Bediensteter arbeiten kann unter unwürdigen Bedingungen. Und unmenschlichen und unwürdigen Bedingungen. Warum könnte er weggelaufen sein? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Hat er was gestohlen? Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You Ja. think you know someone. Ja, das stimmt allerdings. Aber zur damaligen Zeit war das leider normal. Ted! Was haben wir denn hier? Abgetrennter Kopf einer Statue.
Ist das Erde? Chewing tobacco. Eine Belohnung freigeschalten. Wechsel in den Bereich Bonus im Spielmenü, um sie dir anzusehen. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. These boots are made for walking. Die Frage... Ich habe jetzt... Habe ich nicht gesehen, was ich hier ja, drücken muss, um jetzt diese Bonuspunkte zu sehen. Macht mich ein kleines bisschen fuchsig. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Komisch. Willst du vielleicht noch irgendwas anderes vorher machen? Im Konzentrationsmodus nimmst du unauffälligere Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du mit Q die Stelle genauer ansehen. Manche Stellen werden nur mit einem angeheften Hinweis hervorgehoben. Jetzt. Knieabdruck, hat sich jemand versteckt? Looks like a knee print. Someone Ja. out here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Could have left these tracks. They seem fresh. Ja. Wo haben wir noch etwas? Der hat nicht mal eine Tür. Oder? Doch. Hat er. Oh, bisschen Gold. Eine Hand. Okay. Haben wir noch was? Ah. Okay. Hat es sich vor dem Karren versteckt? Den Hergang. Das ist mir gerade alles ein kleines bisschen zu... Aber okay, das ist auch jetzt keine richtige Tür, weil da trotzdem noch die Kälte reinkommt. Das ist halt schon ein bisschen traurig. Ist das ein Gesicht? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Hm. Mich gab es ja einen Kampf. Ja, eigentlich nicht so schwer. Oh doch, warte, wo war das? Ich habe so gerade gesehen, verdammt. Das war doch
gerade hier kurzzeitig gelb. Ach, das hier. A small navy spyglass. Marinefernrohr. Was haben wir hier? Das ist ein A scrap of Ketzen. Hessian. Genau, Sacklein. Wir haben auch noch einen Nagel. Das war eine Kiste, These oder? were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Na gut, wahrscheinlich ist da jemand gestolpert und da mit dem Gesicht in den Getreidesack gefallen, oder? Würde ich Clothes meinen? made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Was ist das jetzt? Sieht mir aus wie ein Totem A oder Maori was? nose flute. Dann, Gurus, they're called. oder eine Nasenflöte. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Die Frage, ob er wirklich geflüchtet No ist. air coming through it. No air coming through it. Oh. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Haben wir den Knochen? Button chops, the remains of a meal. Das ist doch Asche. The ashes are long since cold. Gott, der Arme. Trotzdem, bei eisigem Winter erfriert er doch hier drin. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Oh, okay. Ah, der hat sich wahrscheinlich, okay, sich selber mit diesem Narkodium betäubt. Dann war der so benommen. Oder wurde geschubst, genau, ne? Der ist hier drüber. Ja, Watson! Ist hier drüber gestorben und dann hier weich gelandet. So. Wir haben eine Axt. Und ein Schloss. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay. Der Watson schon wieder hier. Ist auch überall. Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Ja. Oh. Ah. Hat die Frage, war er das? The rag reeks of smoke. Genau, da hat es Someone mir plugged the verstafft. chimney. Aber warum? Damit halt das nicht mehr raus kann. Also die Gase, oder? Watson? Was sagt ihr dazu? Ich verstehe das mit E und vor noch nicht so ganz. Oh. Haben wir hier alles durchsucht? Der hat wahrscheinlich mehr von dem Watson, von dem Narkodium abbekommen, weil das vielleicht nicht, also von diesem Rauch, ich kenne mich ja damit nicht aus, wodurch vielleicht die Wirkung ein bisschen kräftiger gewesen ist. Ich möchte halt auch sehr gerne in dieses Haus hinein.
brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Frage ich nur, wo finden wir den Schlüssel? Oh, okay. Okay, das ist... der Bereich, in dem wir uns aufhalten sollen. Es fehlen noch 2. Wir müssen bestimmt den Schlüssel finden. Gestern Nacht kam bei der Nox Mascara, ja. Warte mal, der hat sich wo als erstes versteckt. Hat Kautabak, genau, ne? Versteck oder hat heimlich halt Kautabak genommen. So. Dann haben wir hier diese parallel verrauenden Wagenrädern. Ne, das ist ja... kaputt. So. Das ist die 2. Ich weiß ja nicht, ob das einfach damit zu tun hat, in welcher Reihenfolge wir das hier aufgedeckt haben. No air coming through it. Das ist natürlich alles sehr tricky gerade. Da fehlt ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich mir so viel den Kopf jetzt zerbreche. Hier mal den Schlüssel. Der Schlüssel hier irgendwo? Oder muss ich halt woanders hin? Ich weiß nicht, ob das jetzt sich alles hier befindet. Können wir noch mal kurz... This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ja, aber ich finde hier keinen Schlüssel. Gehen einfach mal kurz hier andersrum. Okay. Watson! Ich brauche mal eure Hilfe. Komm ich hier durch? Ja. Auch einen verdammten Schlüssel. Mal schauen, welchen Dialogoption wir haben. Oder wir präsentieren erstmal die Beweise. Mr. Fleming. Na gut, das hat man mal außen vor, aber es wäre schon ein bisschen lustig. Schwarz mit ungewöhnlichem Schlüssel. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Laut Captain Stenwick haben nur er und Kimmy einen Schlüssel für dieses einzigartige Schloss. Stoff im Ofenrohr. Are you joking? Why would I know this? Ja, das war hier.
Genau, im Eingangsbereich des Schuppens liegen zerbrochene Holzkisten. Sehen fanden wir dort ein Stück Sacklein. In der Feuerstelle entdeckten wir neben den Überresten der Normalzeit ein verkohltes Kügelchen. Der unverwechselbare Geruch lässt nur einen Schluss zu. Es handelt sich dabei um eine narkotisierende Substanz. Im Schuppen steht ein Getreidesack mit einem Abdruck, da die Form eines menschlichen Kopfes. Are you joking? Why would I know this? Ja, ist auch hier. Where on earth are you going with this? Weiß es auch Is nicht. this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahere's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. So. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahere's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. In Captain Stenwick's Gun schließen wir auf einige interessante I thought you were Hinweise. meant to be intelligent. Ja. Do you happen to know Kimahere's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did Okay. not take to shoes. War es vielleicht gar nicht Kim, den wir gesehen haben? Ja, man hat an einer Stelle das ganze Has Tabak Kimahere ever ausgespuckt. indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahere's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Also für mich ist aktuell immer sehr schwer abzuschätzen, was für, also als Hinweis für ihn jetzt wichtig ist. Also weil ich fand schon ein bisschen wichtig, dass der halt da verstopftes Rohr hatte. Aber anscheinend war das immer, ja, der falsche Beweis, den wir ihm repräsentiert haben. Wir haben jetzt 4 Hinweise aktualisiert, die werden wir uns aber in der nächsten Folge anschauen und dann vielleicht auch den Fall schon aufklären oder auch nicht. Kann auch sein, dass der sich jetzt noch ein paar Folgen zieht. Werden wir aber in der nächsten Folge hoffentlich gemeinsam herausfinden und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen.